Willkommen einmal mehr zurück, Skatfreunde. Lasst uns heute direkt den Faden von letzter Woche wieder aufnehmen und uns nochmal in die Köpfe der Gegenspieler hineinversetzen. Ich habe zwei ganz ähnliche Beispiele nochmal mitgebracht, ein bisschen schwieriger als letzte Woche, aber von der Grundidee ähnlich. Warum reite ich also hier so rum auf diesen Kommunikationsgrundlagen? Ich finde es ganz wichtig, sich das nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass der Alleinspieler auch deswegen so viele Hände, auch schwache Hände, gegen das Team gewinnen kann, weil er eben am Anfang einen ganz deutlichen Informationsvorsprung hat. Ja, der Alleinspieler schaut in seine typischerweise 12 Karten und er weiß genau, die 20 Karten, die noch im Spiel sind, arbeiten gegen ihn. Als Teamspieler schaust du auch in 10 Karten, von den fehlenden 22 Karten weißt du aber nicht, welche 10 auf deiner Seite sind und welche 12 gegen dich arbeiten. Und dieser ganz natürliche Informationsvorsprung, den gilt es also als Teamspieler so zuverlässig und so schnell wie möglich abzubauen, damit ihr dann die Chance habt, im Mittel- und im Endspiel auch solche Züge zu finden, die dem Alleinspieler aufhalten können, wenn es denn überhaupt möglich ist. Das nochmal eingangs vorneweg und jetzt steigen wir direkt in meine Beispiele ein. In meinem Beispiel heute seid ihr in Vorhand und habt die beiden schwarzen Buben. Leider seid ihr jedoch aufgrund schwacher Beikarte nicht ans Spiel gekommen. Und nun seid ihr wahrscheinlich doch einen Tick erbost, dass der Spieler in Mittelhand, der Alleinspieler, sich jetzt erdreistet, gegen eure beiden starken Buben einen Gerang anzusagen. Und ihr habt schon die richtige Idee, erstmal ihm die Buben abzuziehen. Ihr vermutet stark, dass sie bei dem Alleinspieler sitzen und hofft dann ein bisschen auf die Stärke eures Partners. So, wer die letzte Woche aufgepasst hat, weiß schon, was jetzt passieren kann. Zwei Möglichkeiten gibt es ja nur, richtig und falsch. Ich fange diesmal mal mit richtig an. Richtig wäre der Pik Bube. Der Alleinspieler legt einen seiner roten Buben, zum Beispiel den Karo Buben, und mit diesem Stich ist dem Spieler in Hinterhand alles klar. Er weiß ganz genau, dass der Kreuzbube noch beim Partner sitzt, sonst hätte der Alleinspieler jetzt übernommen. Und er hat darüber hinaus die Information, dass schon über den zweiten Stich, er weiß ganz sicher, dass sein Partner gleich auch noch den Kreuzbuben hinterherzieht und dann die Bauern aus dem Spiel sind, und entsprechend kann er seine Taktik wählen und die richtigen Karten reinwimmeln. Ja, fatal dagegen, wenn der Gegenspieler hier mit der guten Idee, die Buben zu ziehen, jetzt auf die Idee kommt, den Kreuzbuben zu spielen. Der Alleinspieler wiederum legt einen seiner Buben und dieser Spieler hier weiß jetzt nichts. Natürlich sieht er diesen einen Stich hier liegen, aber die Trumpfverteilung ist ihm völlig schleierhaft. Er kann nun vermuten, dass vorne sein Partner zwar 2 Buben hat und noch einen roten Buben führt, oder er wird annehmen, dass der Alleinspieler 3 Buben hat und er hier einfach mal zum Wimmeln aufgefordert wurde. Ganz sicher ist, dass er auf die einzige Verteilung, die jetzt eben auf die Verteilung, die tatsächlich vorliegt, dass nämlich tatsächlich die beiden Buben bei seinem Partner sind, auf die wird er nicht kommen, denn dann wäre ja zwangsläufig der Pik Bube zuerst zu spielen gewesen. Entsprechend wird er mutmaßlich hier eine Karte legen, die eher dem Alleinspieler hilft, und das kann gerade bei so einem Gerang ganz häufig schon der eine Fehler zu viel sein. In meinem zweiten Beispiel habe ich hier wieder eine Standardsituation mitgebracht. Also damit meine ich eine Situation, die doch so oder ganz ähnlich sehr häufig vorkommt und wo ich dann auch sehr häufig sehe, dass die hinten raus mit einem schlechten Zug abgeschlossen wird. Also jetzt ganz egal an sich, wo der Alleinspieler sitzt, ob in Vorhand, Mittelhand oder Hinterhand. In diesem Beispiel habe ich ihn mal in Hinterhand platziert. Er hat 5 Trümpfe mit den beiden schwarzen Buben. Ihm fehlen dann allerdings in Trumpf das Mittelfeld, die beiden roten Buben und die beiden Trumpfvollen. Und was er dann hinten dran noch hat, ob es der König zu dritt ist, die Dame zu dritt oder sogar die 3 Luschen, das ist schon wieder nicht mehr ganz so relevant. Was wird passieren? Im Spielverlauf kommt der Alleinspieler ran und wird jetzt ganz typischerweise Trumpf mit den beiden Buben von oben eröffnen, denn er hat natürlich berechtigterweise die Hoffnung, dass er da ein Trumpf volles fängt, und darüber hinaus erhofft er möglicherweise, dass Trumpf auch 3-3 steht. Also der Spieler bringt dann den Pik Buben, Mittelhand legt jetzt hier die Trumpf Lusche. Und hier haben wir jetzt einen kleinen Beifang, das ist gar nicht der Kern dieser Aufgabe, aber der Spieler in Hinterhand muss natürlich aus dieser Situation jetzt schon den Karo Buben legen, nicht etwa die Trumpf Dame. Da geht es weniger um dieses eine Auge, es könnte ja sonst hier auch die Trumpf Lusche sein, sondern darum, mit dem Karo Buben seinem Partner in Mittelhand ein ganz wichtiges und hilfreiches Signal zu geben. Wir sehen das jetzt nämlich im nächsten Stich, es kommt der Kreuzbube, und hätte dieser Spieler den Karo Buben jetzt noch nicht gesehen, müsste er wohl diesen beim Alleinspieler vermuten und wohl oder übel hier die Trumpf 10 beilegen. So kann er hier in aller Seelenruhe den Herz Buben legen, hinten fällt die Trumpf Dame
und dieser Spieler hat jetzt noch 2 dicke Trumpfstiche im Blatt. So, für den Alleinspieler ist nun alles andere als glücklich gelaufen. Er hat keinen Trumpf volles gefangen, wie er hofft. Jetzt wird er sich sagen, wenigstens sollten jetzt die Trümpfe 3:3 stehen, sonst kann wohl sein Spiel sehr kritisch werden. Er setzt also Trumpf fort, und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen, immer das Gleiche. Wer jetzt gut aufgepasst hat, der weiß sicher schon, was jetzt zu passieren hat. Was ganz viele Spieler tatsächlich legen, und da trennt sich dann auch wirklich ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil diese Situation wohl doch noch ein bisschen schwieriger ist als die vorherigen. Ganz viele Spieler legen jetzt hier das Ass und behandeln damit Trumpf im Prinzip so, als ob es eine Fehlfarbe wäre. Richtig wäre tatsächlich hier die Trumpf 10 zu legen, denn damit weiß dieser Spieler jetzt hundertprozentig, wie die Trümpfe verteilt sind. Er weiß, es ist nur ein 5-Trümpfer, den der Alleinspieler in der Hand hat, und er weiß, sein Partner hat noch einen ganz dicken weiteren Trumpfstich in der Hand. Er kann an seinem Beiblatt jetzt die richtige Entscheidung treffen. Und genau weil das dieser richtige Zug wäre und er diesem Spieler alles verraten würde, ist im Umkehrschluss genauso klar, dass er durch das Trumpf Ass annehmen muss, dass es sich bei dem Spiel des Alleinspielers hier um einen 6-Trümpfer handelt und dass das genau der letzte und einzige weitere Trumpfstich im Spiel ist. Und das kann ihn natürlich dazu verleiten, hier eine völlig falsche Entscheidung zu treffen. Also, ganz interessante Situation. Wie gesagt, auch wo die Trümpfe sitzen, das lässt sich auch noch variieren. Und dass die unteren Karten im Trumpf lassen sich variieren. Dadurch kommt das doch relativ häufig vor. Und schaut auch mal ein bisschen in eurer Umgebung, in eurem Umfeld, wenn die Situation auftritt, wer macht das richtig, wer macht das falsch. Vielleicht könnt ihr selber da schon mal der Stichwortgeber sein, den Hinweis auch fallen lassen. Wenn euch das Video diese Woche gefallen hat, dann gebt mir doch mal einen Like-Button hier bei YouTube, klickt darauf. Ich wünsche mir, dass wir da mal einen Rekord aufstellen. Ansonsten, das wisst ihr ja, ich freue mich immer, wenn ihr Spaß habt am Skatspielen. Ich freue mich, wenn ihr Skat auch euren Freunden empfehlt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr meinem Kanal ein Abo gebt und wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, gut Blatt!